gewaltiger Satz nach vorne für die Welt der PC-Spiele. Das zeichnet sich beim Actionspiel Halo ab. Denn was hier aussieht, als sei es von sündteuren Großrechnern gerendert, läuft auf handelsüblichen PC-Systemen in Echtzeit. GameStar war für sie vor Ort und hat sich bei der Spieleschmiede Bungie angesehen, wie es um den Edelshooter steht. In Halo kämpfen sie auf dieser mächtigen Ringwelt gegen fiese Aliens ums Überleben. Dabei stürmen sie über gewaltige Berge, unternehmen Erkundungstouren durch Täler oder genießen fliegend die Aussicht auf Wälder und Seen. Das Programm protzt aber mit Details, die bislang der Realität vorbehalten waren. Der Rauch aus solchen Raketen verweht je nach Windrichtung unterschiedlich. Die Räder von Vehikeln wirbeln physikalisch korrekt 3D-Schmutz auf. Die Vehikel selbst rumpeln wie im echten Leben über das Gelände. Sie agieren grundsätzlich in solchen Kampfverbänden. Welche Rolle sie übernehmen, entscheiden sie selbst. Wie wäre es, per Kampfbuggy über Dünen zu brettern, als Pilot eines Schwebegleiters durch die Lüfte zu segeln, als Scharfschütze oder als Bombenspezialist zu attackieren? Wir haben mit den Entwicklern gesprochen. Die tolle Grafik von Halo ist nicht nur hübsches Drumherum, sondern Bestandteil des Spiels. Beispielsweise, wenn man verfolgt, wie sich der Munitionsclip immer weiter leert oder wenn der Spieler aufpassen muss, wer seinen Echtzeitschatten sehen kann. Wir Entwickler können endlich Spiele machen, die wirklich großartig aussehen. Es gibt keinen Grund mehr, auf echte Schatten zu verzichten oder Vehikel zu haben, die keine Staubpartikel aufwirbeln. Diese Art von Faulheit kann sich eigentlich niemand mehr leisten. Unser Team besteht aus gerade mal 4 Designern und 4 Programmierern. Wenn ich etwas von einem Programmierer möchte, frage ich ihn einfach und er sagt dann, dass möglich ist oder nicht. Beispielsweise war das bei einigen Zielsystemen so oder mit der Art, in der die Spielfiguren sich auf sehr natürliche Art bewegen. Das ist ein gutes Beispiel, weil ich damit lange herum experimentiert hatte. Sie sollten einfach nicht so künstlich wie in anderen Titeln wirken. Deshalb haben wir zusammen in unserem kleinen Team einen Weg gesucht und jetzt sind die Animationen einfach fantastisch. Wir haben den gesamten Programmcode mehrmals vollständig auseinandergenommen und analysiert. Momentan geht es immer stärker ums Spielprinzip. Das steht ganz vorne auf der Tagesordnung. Wir wissen jetzt, was wir mit der Engine alles tun können und konzentrieren uns auf das Spiel und die tatsächlichen Missionen. Bevor da nicht ein detailliertes Konzept steht, machen wir mit nichts anderem weiter. Ich habe übrigens diesen Jeep designt, modelliert und animiert. Ich kenne ihn jetzt so gut, dass ich damit im fertigen Spiel locker jeden anderen fertig mache. Früher hatte ich selbst einen großen, uralten Jeep und war ungeheuer viel im Schlamm unterwegs. Und das war die Inspiration für den Geländewagen in Halo. Halo wird zwar ein Actionspiel, aber das heißt noch lange nicht, dass nur wildes Geballer gefragt ist. Wir wollen Ihnen mal zeigen, wie Angriff und Gegenangriff aussehen werden. Die Kontrahenten? Ein dreiköpfiger Trupp Soldaten auf der einen, ein Quartett der außerirdischen Hightech-Monster Covenants auf der anderen Seite. Jungs, auf geht's, in den Kampf! In geordneter Formation schweben die Covenants mit ihren seltsam geformten Gleitern zum Einsatzort. Im menschlichen Geländewagen ist erstmal nur der Fahrer gefragt. Seine Begleiter müssen auf Hinterhalte achten und bereiten sich vor allem innerlich auf den Kampf vor. Auf dem Weg zum Einsatzort sehen Sie übrigens einige der tollen Grafikeffekte besonders gut. Achten Sie mal darauf, wie perfekt diese Betonbrücke in die Landschaft eingepasst wurde, wie der Jeep Staub und Schmutz aufwirbelt, wie die Gleiter ganz weiche Schatten werfen
und auf den Himmel und wie sich im Hintergrund der ringförmige Planet erhebt. Jetzt wird geballert. Aus allen Kanonenrohren bekriegen sich die beiden Parteien. Die blauen Strahlen der Aliens durchzucken die Luft, bei den Soldaten purzeln die Munitionshülsen gleich zu Hunderten durch die Gegend. Die hügelige 3D-Landschaft spielt in solchen Kämpfen eine wichtige Rolle, denn nur wer sich die bessere Deckung verschafft, hat eine Chance zum Sieg. Taktischer Rückzug. Unsere Soldaten haben gemerkt, dass aus der Stellung am Berggipfel nicht viel zu machen ist. Also klettern die Krieger wieder in den Jeep, aber diesmal bekommen sie alles andere als eine gemütliche Fahrt geboten. Denn unerbittlich werden sie von den wild schießenden Aliens über Stock und Stein gejagt. Jeder Fehler, egal ob vom Fahrer, einem Soldaten oder den Aliens, kann jetzt der letzte sein. Der Kampf ist immer noch offen und der Bessere gewinnt.